Mitten im Atlantik zwischen Europa und Amerika liegt die nördlichste Hauptstadt der Welt, Reykjavik. Das Wetter ändert sich im Viertelstundentakt. Von Hochsommer sprechen die Isländer schon bei knapp 20 Grad. Auch deshalb entwirft Designerin Elisabeth lieber Regenjacken als Minikleidchen. Glitter, Glamour, Fashion. Das bin ich nie gewesen. Ich wollte im Outdoor-Bereich arbeiten, weil ich selbst gerne in der Natur bin. Die Natur rund um Reykjavik, atemberaubend. Radchampion Ingvar sucht andere Extreme. Anstrengende Strecken, Pisten, die seinen Atem rauben. Ich fahre immer mit dem Rad, zur Schule, zur Arbeit. Außerdem trainiere ich jeden Tag. Ich bin immerzu auf dem Rad. Ich fahre kein Rad, das macht impotent, habe ich in der Zeitung gelesen. Teitur läuft lieber und singt. Mit seiner Band Oyvarasta macht er Musik, die ich so auf der Insel nicht erwartet hätte. Reggae. Reykjaviks Hafenleben sucht noch die Moderne. Hier treffe ich Brynja, der seit 40 Jahren mit Leib und Seele Fischer ist. Ich wollte immer nur Fisch fangen. So bin ich aufgewachsen. Das ist mein Leben. In Reykjavik leben gerade mal 120.000 Menschen. So viele wie in Offenbach, Bottrop oder Recklinghausen. Einige von ihnen habe ich kennenlernen dürfen. Ein Sommermorgen an der Promenade von Reykjavik. Die Designerin Elisabeth führt mich an einen kleinen Hotpot. Das Besondere, er ist warm und das von Natur aus. Bei 30 Grad Wassertemperatur kann man es eine ganze Weile aushalten. Nur als wir dann die Füße wieder rausnehmen müssen, wird es wieder richtig kalt. Heute Morgen sind es gerade mal 10 Grad. Hast du schon den getrockneten Fisch probiert? Sie hängen ihn in Hütten wie die hier oder lassen ihn am Strand trocknen. Siehst du, es ist offen, damit der Wind durchpfeifen kann. Oh, das ist Seegras. Nur Seegras, kein Fisch. Und es riecht absolut furchtbar. Smells absolutely horrible. Yeah. Downtown Reykjavik. Der Musiker Teitur begrüßt mich in seiner Wohngemeinschaft. Ein isländischer Star im Nachthemd. Letzte Nacht haben wir hier zusammengesessen und Platten gehört. Und jeder meinte, ich will das spielen, ich will das spielen. Nein, das nicht. Jetzt ist nichts mehr an seinem Platz. Er will mir einen seiner Lieblingsmusiker vorspielen, Megas. Die Plattenhöhle ist leer und das Album in dem Chaos nicht zu finden. Die isländische Hauptstadt ist trotz geringer Größe eine Metropole, urban. Die Natur ist aber nie wirklich weit weg. Elisabeth zeigt mir einen kleinen Wald mitten in der Stadt. Ich komme hierher zum Laufen und Denken. Und ich hatte einige meiner besten Gespräche hier. Ich glaube, man kann besser denken, wenn man läuft und sich bewegt. Es ist einfach einer dieser magischen Orte. Elisabeth ist eine echte Outdoor-Sportlerin. Wandern, Klettern, im Winter Skifahren. Hauptsache draußen in der kargen Natur Islands. Mir hat noch nie ein Besucher gesagt, oh, das ist langweilig. Alle haben immer gesagt, das habe ich noch nie gesehen. Selbst wenn sie es nicht mögen, finden sie es zumindest interessant. Es ist eben nicht die normale Landschaft, die man in Europa sieht. Es ist etwas komplett anderes. Zum Beispiel schwarze Sandstrände. Wenn ich herumreise, ist für mich der weiße Sand das Besondere. Fremden geht es hier genau andersherum. Zurück in der WG von Teitur. Er hat die Platte gefunden, die er mir vorspielen wollte.
Das ist eines der schönsten Lieder, das je auf Isländisch gesungen wurde. Ég sakna þín í birtingu að hafa þig ekki við hlið mér og ég sakna þín á daginn þegar sólin brosir við mér og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur. Es handelt von jemand vermissen, der auf der anderen Seite der Insel lebt. On the other side of the island. Teitur zieht sich gerne oft und unpassend an. Das gibt sein Kleiderschrank aber auch her. Und der birgt so einige prominente Schätze. The Flying Dutchman. Then I this one. Das ist ein Pullover, den ich mir von Björk geliehen habe. Borrowed from Björk. Ich muss ihn zurückgeben. Das sollte ich auch, er passt mir gar nicht mehr. It was really nice. Original Björk one. Keine Stunde später, es regnet. Ingvar trainiert. Für den amtierenden Straßenrennenmeister Islands ist auch die Flanier- und Einkaufsmeile Laugavegur eine Trainingsstrecke. Well, there was a race here once. Es gab hier mal ein Sprintrennen, hier die Steigung hoch. Das war ziemlich aufregend. Immer 2 Leute gegeneinander. Der Gewinner kommt in die nächste Runde. Am Ende treten die beiden besten Fahrer gegeneinander an. Ins Finale kamen mein Bruder und ich. Was für ein Zufall. Ich habe ihn knapp geschlagen, das war ziemlich cool. Diese Strecke ist nicht besonders anspruchsvoll, aber lang. Ein bisschen länger als gewöhnlich. Sie ist auch nicht besonders steil, aber man muss sehr schnell sein, um hier zu gewinnen. Das macht es besonders. Die Straßen in der Innenstadt werden durch Erdwärme geheizt. Deswegen kann Ingvar hier das ganze Jahr über trainieren. Das ist auch nötig, damit er auch im nächsten Jahr wieder um seinen Titel mitfahren kann. Das ist der Laden, für den ich fahre. Straßen- und Mountainbikes, mein Lieblingsladen. Mitten im Stadtzentrum, also ganz in der Nähe. Tolle Leute arbeiten hier. Leute, die selbst Rad fahren und immer helfen, dein Rad zu reparieren oder dir irgendwas zu besorgen, was du brauchst. An so einem Hightech-Rad wie Ingvars ist immer irgendwas zu tun. Ob die elektronische Gangschaltung hakt oder auch einfach nur mal ein Reifen gewechselt werden muss. Ingvar ist jeden Tag auf seinem Rad unterwegs. In Reykjavik ist das ziemlich ungewöhnlich. Es wird beliebter, aber für normale Leute ist es schwer, in Island Fahrrad zu fahren, wegen des Wetters. Und weil alles so weit voneinander weg ist. Wir haben keine Züge oder andere Möglichkeiten, um irgendwo hinzukommen. Aber es scheint ein bisschen besser zu werden und ich glaube, das Wetter bessert sich auch. Unterdessen wachen die Mitbewohner von Teitur so langsam auf. Bei der Party am Abend haben einige Platten aus Teiturs Sammlung Schaden genommen. Manche der Platten sind zerkratzt. Das ist eine Todsünde. Vielleicht hat derjenige sie nicht mit Absicht zerkratzt.
aber er hätte darauf achten sollen. Eye on the record player, like hey, put the record back in the sleeve, and don't stack up the records like it's some shit. This is like this record. Ich meine, diese Platte ist viel wert und hat ideellen Wert für mich. Wir können dir mal ein Cover von diesem Song singen. It's not we're gonna play one song. We're gonna do a song together on this record. We're gonna do a cover of this one. Björk. Yeah. Shivering, shigering, ding dong, debading. Sitjandi krákur þar svelta, segja þeir sem vita gerst. Og ef þú bara bara, lyrics here, mest. Og það aljóst að þeir ætti hver maður að sjá. En maður ber sig eftir björginni, en maður ber sig eftir björginni, en maður ber sig eftir björginni, þá bætir alvaldið því við sem vantar upp á. Finnur ekki neitt, þá færð ekki neitt, og þú finnur ekki nema með leit, og mann aldrei bjargirnar bannaðar. Maður bankar að dyr og það veit hvert barn að dyrnar opnast einungis þá. Maður ber sig eftir björginni. Als dann gegen Mittag auch die Letzten aufgewacht sind, wird der Abend nochmal ausführlich diskutiert. Auf der Suche nach dem Schuldigen an dem Plattendesaster. Wir haben herausgefunden, wer für den Plattenscheiß verantwortlich ist, wer unsere Platten kaputt gemacht hat. Es war dieser Typ, von dem man das nicht denken würde. Er ist Anwalt, sehr gediegen, so mit Brille. Und dann ist er ausgerastet. Er hat David Bowie aufgelegt, Station to Station. Und an der Stelle, wo er singt, It's not the side effects of the cocaine, da ist er dann ausgerastet. Und er hat meinen Rod Stewart zerkratzt, meinen Megas kaputt gemacht und ich stehe hier und gebe ihm die Schuld. Ich meine, was soll ich damit machen? Das ist Madonna. Madonna mobile, what the fuck? Das ist die Immaculate Collection. Ég veit ekki hvað gerir þetta. Þetta gamalt. Tate und ich überlassen die WG den verkaterten Mitbewohnern. Er hat mir von einem Friedhof erzählt, dem wohl schönsten in Reykjavik. Natürlich gehen wir zu Fuß, denn ein Rad oder ein Auto hat er nicht. Diese ganze Sache hat mich einfach angekotzt. Man muss sein Fahrrad immer anschließen und dann wird es doch geklaut. Also laufe ich. Kein Auto. Ich habe auch mein Auto zu Schrott gefahren. Kein Auto, kein Fahrrad, nur laufen. Wenn man immer läuft, gewöhnt man sich automatisch daran, schnell zu laufen. Ich spare das Geld für ein Fahrrad oder ein Auto und miete lieber eine Wohnung im Stadtzentrum. Ich war nur einmal beim Begräbnis hier. Es ist echt voll. Die Leute wollen wirklich gern hier begraben liegen. Es sind nur noch ein paar Plätze frei und die reservieren sie für viel Geld, nehme ich an. Meine Lieblingsstelle muss irgendwo weiter da hinten sein. Es ist ein Denkmal für Jón Sigurðsson, den Befreier Islands. Hier hat meine Großmutter gesungen, also meine Urgroßmutter. Das Ding ist, als er gestorben ist, wollten sie, dass jemand auf der Beerdigung singt. Aber es gab damals keine Musik in Island. Keiner konnte ein Instrument spielen, außer dieser einen Familie im Südwesten.
Das war meine Urgroßmutter. Sie war im Ausland und hatte ein bisschen singen gelernt. Sie war die einzige Frau, die singen konnte. Und sie hat dann auf seiner Beerdigung gesungen. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. I'm kind of proud of that. Elisabeth zeigt mir ihr kleines Atelier in der Garage ihrer Eltern. Hier hat sie ihre ersten Gehversuche als Designerin gemacht. Eines ihrer Projekte war eine Recycling-Aktion. I made these little hats. Ich habe diese Mützen gemacht, super dick. Super thick. Manche sind gestrickt, manche sind gehäkelt, aus alten Pullovern. More flexible when it's knitted. But these are old sweaters. Kann ich eine anprobieren? Of course. Klar. A little bit bulky. Die sind ein bisschen dick. Die sind für Skifahrer und Snowboarder entworfen. Ich habe einfach alte Pullover in Streifen geschnitten und gehäkelt und genäht. Got your headphones in anyway. But yeah, I cut down old sweaters and crocheted and knitted them. Again. Mir ist es gelungen, daraus ein Produkt zu machen, das mehr wert ist als ein alter Pullover, den man nicht mehr trägt. Of no less value than an old sweater that you didn't use. And these ones I've sold quite a lot of them. Ich habe echt viele davon verkauft. Interessant zu sehen, wo die heute überall sind. So I quite like that. Mittlerweile arbeitet sie als Designerin bei einem Hersteller für Outdoor-Kleidung. Dabei ist ihr eins besonders wichtig: die Natur, die sie auf ihren Touren erlebt, auch zu schützen. Deshalb setzt sie sich dafür ein, dass ihre Jacken, Hosen und Mützen nachhaltig produziert werden. Je mehr ich über die Klamottenindustrie lerne, desto mehr denke ich, dass wir etwas tun müssen, und zwar jetzt. Ich klinge wahrscheinlich wie ein hoffnungsloser Idealist, aber man braucht Leute mit Visionen, um Dinge besser zu machen, als sie heute sind. Allerdings ist dieses Umweltbewusstsein gerade bei jungen Leuten in Reykjavik nicht unbedingt verbreitet. Beim Thema Klamotten kommt es auf anderes an. Ein Freund von mir hat mal eine Jacke offen getragen und die ganze Zeit gesagt, oh, mir ist zu kalt. Und ich sagte dann zu ihm, hey, dann mach deine Jacke zu. Und er so, nein, das sieht nicht gut aus. Das ist Teil dieser seltsamen isländischen Klamottenkultur. Island ist die Welt-Hipster-Hauptstadt. Uns ist das Wetter egal. Wir ziehen uns an, wie wir wollen. Du wirst die Mädels immer in ihren kleinen High Heels sehen, auch wenn es minus 10 Grad kalt ist und der Schnee bis zum Knöchel geht. Ich war eine von ihnen. Heute bin ich verantwortungsvoller und ziehe richtige Stiefel an. Aber ich habe meine High Heels dabei, in einer Tasche. Auch wenn sie sich gelegentlich in Schale schmeißt, Elisabeth findet es langweilig, extravagante Kleider für Modenschauen zu entwerfen. Glitter, Glamour, Fashion, das bin ich nie gewesen. Ich wollte im Outdoor-Bereich arbeiten, weil ich selbst gerne in der Natur bin und in der Funktionskleidung femininer aussehen wollte, wie ein Mädchen. Früher gab es da keine große Auswahl, zumindest nicht in Island. Das ist mein erster Pullover, den ich gemacht habe, als ich noch nichts über Schnittmuster wusste. Ich habe den Stoff einfach auf den Boden geschmissen und habe mich gefragt, was wird daraus wohl entstehen? Held some stitches in my hand and went like, what will come out of this? Some of it failed. Manches ist total schief gegangen. Zum Beispiel dehnte sich falsch herum. Nämlich in der Länge, nicht in der Breite, was bei einem Pullover besser wäre. So it doesn't stretch on the sideways, which you would want for a sweater, so it's comfortable around here, but it stretches on the long way.
Aber ich wusste damals nicht, dass man auch Stoffe kaufen kann, die in beide Richtungen dehnbar sind. So. Das ist eines meiner Projekte, das ich mit einer Freundin gemacht habe. Ein kleines Seemannsoutfit, aber nicht fertig. Not finished, not really. And I saw that it got Oh, ruined es hat sich verfärbt im Schrank. Yeah, it's one of those. Das hat Spaß items gemacht. That's a little bit fun. What more do we have? We've got. This one is one of my favorites. Das ist eine meiner Lieblingssachen. It's a little kid's one. Eine Outdoor-Kombi für Kinder. It's a rain jacket. Eine Regen- und Windjacke in neutralen Farben. It's got a little asymmetry to it. Ich wollte, dass Mädchen und Jungen sie anziehen können. A little soft neck. Yeah. And I wanted it to be in unisex colors. Both a girl and a guy could wear that. And then little Und die Hosen dazu. trousers too. Mit einem Klettverschluss, damit man es anpassen kann. And with strengthening and reflection and an adjustment. Yes. Es ist besser, wenn es ein bisschen weiter ist, damit sich das Kind darin bewegen kann. Wrap around because it's better for it to be a little bit. Aber es muss auch passen, damit alles am richtigen Platz bleibt. But you need to cinch it in a little bit so it still stays in the right place. But